Oh Lilien, wir sind zu Gast in Darmstadt am Böllenfalltor. Die Mannschaft, der Verein mit der wahrscheinlich legendärsten Torhymne. Ich hoffe, dass wir die heute nicht hören werden, weil wir brauchen die Siege. Wir brauchen die 3 Punkte heute, auch mit einer komplett veränderten Truppe. Bis auf Rice und Braune im Tor ist der ganze Kader verändert, weil wir im nächsten Spiel auch auf Inter Mailand treffen. Das wird auch nicht ganz so einfach. Aber wir brauchen auch die Punkte. Ihr seht, wir haben einen riesen Spagat, den wir hier leisten müssen. Und Darmstadt ist 16. Die kämpfen um den Klassenerhalt. Also wird das heute eine richtig schwere Aufgabe. Und Darmstadt kommt zum ersten Mal. Lasst mich diese Torhymne heute nicht hören. Es reicht schon, wenn ich die gerade beim Einlauf gehört habe. Also das ist nochmal ein Spiel. Und auch das nächste gegen Heidenheim, das müssen wir irgendwie erfolgreich überstehen. Und dann kommt ja das direkte Duell, das Duell um die Meisterschaft gegen den FC Bayern. Sarko, Kutschera auf der Außen, Vogel auf der anderen Seite. Von der Hitz muss trotzdem spielen. Spielt heute Rechtsverteidiger. De Greef ist ja leider verletzt, fällt den Rest der Saison aus, hat sich den Zeh gebrochen. Wie auch immer er das geschafft hat. Rice, erste Chance für uns. Und ihr wisst ja, gegen so Gegner ist es nicht nur erstens schwerer zu spielen, weil die halt unfassbar defensiv, physisch agieren, sondern weil die halt auch immer wieder vorne eine kleine Lücke sehen und die dann auch bespielen. Und ich bin gespannt, ob die B11, ich nenne sie jetzt einfach mal B11, das ja auch gut hinkriegt. Aber Darmstadt ist da, die haben die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Achtung, die in der Mitte, das ist völlig frei. Und viel zu viel Platz und Braune rettet uns zum zweiten Mal den Hintern. Bisschen luftig verteidigt. Achtung, Kasper kommt nicht ran. Gibt direkt den nächsten Eckball. Darmstadt macht Druck. Darmstadt ist besser hier in der Anfangsphase. Und Darmstadt kommt mit der nächsten Ecke. Achtung! Ja, knappes Höschen. Aber da wäre Braune dran gewesen. Aber ihr seht, es geht jetzt nicht mehr darum, schön zu spielen. So ein Spiel wie gegen Augsburg, das ist auch eine Seltenheit, dass wir da 7-2 gewinnen. Und natürlich mit der Truppe, die noch in vielen Dingen wachsen muss. Da läuft das natürlich heute nicht ganz so reibungslos, aber trotzdem hoffe ich, dass das hier für den Sieg reicht. Kutschera, Sarko in der Mitte, 1:0. Die Führung aus dem Nichts, völlig unverdient, so fair muss ich bleiben. Aber glaubst du, da fragt irgendeiner nach? Auf gar keinen Fall. Und Greco auf der Bande vor unseren Fans. Der erste vernünftige Angriff. Hier, Sarko schleicht sich weg im Rücken und dann ist das auch gar nicht so einfach, den da reinzukriegen. Aber wenn du halt den Platz hast, Sarko auch einer, den ihr auf dem Zettel haben solltet, der entwickelt sich auch noch richtig gut, hat auch ein gutes Potenzial und ist heute ein super Vertreter von Jona Kusiasare, der dann hoffentlich gegen Inter wieder zeigt, was er drauf hat. Bin sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, das war es noch nicht. Darmstadt wird weiterhin nach vorne spielen müssen. Klar, als 16. hast du auch die Konkurrenz immer noch im Nacken, aber wir auch. Wir können auch hoffen, dass die Bayern auch noch einmal patzen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Bayern bis zu unserem Spiel auch alles gewinnen werden. Und wir kommen nach vorne. Sarko, hier darf auch ein bisschen gezaubert werden. Natürlich, warum nicht? Sarko und Vogi. Natürlich, das darf auch nicht fehlen. Ja, Kirito darf wieder einen Strich mehr machen. Bei den Alu-Treffern, es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu fassen. Vogi, Greco wartet in der Mitte, den will ich jetzt eigentlich anspielen. Das ist der Abnehmer, das ist der Abnehmer. Und wir kriegen die Abschlüsse, das ist gut. Darmstadt muss auch irgendwann mehr riskieren. Aber wir sind jetzt richtig gut, wir sind besser in den Zweikämpfen drin. Das Tor hat uns richtig gut getan. Und Darmstadt halt eben nicht so. Das sieht richtig nach Fußball aus. Anderes Thema. Auch der hat nicht oft gespielt, der hat sich auch schon bei mir beschwert. Klar, normalerweise, aber ich kann ja nur mit 11 Mann spielen. Ich kann ja nicht auf einmal hier mit 13, 14 Mann aufkreuzen. Oder ich hätte ein Vierer-Mittelfeld machen müssen aus Rice, De Cut, Mensah und anderes Schema. Und dann wäre immer noch Qualität auf der Bank gewesen. Dann hätten wir immer noch Greco gehabt auf der Bank. Also, wäre auch möglich gewesen. Alle 4 zusammen auf einem Rasen. So, Vogi. Steckt durch auf Schema, gut gemacht. Jetzt muss er mitlaufen. Ah, da war zu viel los.
Aber Darmstadt ist jetzt vorne ein bisschen harmloser geworden. Also am Anfang haben die gut Druck gemacht. Da hatten wir auch Braune, der auch nach wie vor ein guter Ersatzkeeper ist, wenn ihr noch einen sucht. Braune oder auch ein Stammkeeper. Braune ist auch ein super Stammkeeper. Der hat mir schon unmögliche Sachen rausgeholt, hat uns Spiele gerettet, hat uns auch wichtige Punkte gesichert. Also Braune ist auch sein Geld wert. Aber Achtung, der Abstand kommt über Littberg. Murphy ist dazwischen. Bis zur letzten Sekunde. Fighten, Zweikämpfe annehmen. Nichts Riskantes eigentlich machen. Ja, ich spiele darauf an, dass ich die Bälle immer hinten rausspiele. Aber das werde ich nicht rauskriegen. Das ist halt so mein Spielstil. Greco. Kutschera, Sarko. Cema müsste durchlaufen. Ah, falscher Laufweg. Und ein schlechter Pass auch von Sarko. So, Natali und Kaspar eigentlich zu zweit. Auch hier kommt es halt nicht aufs Schönspiel an. Zweikämpfe gewinnen. Gerade gegen so Gegner, die wehren sich halt auch noch mal mehr. Furukawa kommt gegen von der Hitz. Da muss auch mal die Grätsche ausgepackt werden. Warum nicht? Oh, einfacher Einwurf. Geht nicht. Da war nicht durchkommen. Von der Hitz einfach nur stehen, stellen. Greco. Und irgendwo findet Darmstadt die Lücke. 100 Pro, aber nicht mit von der Hitz. Der Allrounder als Rechtsverteidiger, offensives Mittelfeld, rechter Flügel. Den kannst du überall einsetzen. Auch der kriegt noch Potenzial, hat Potenzial bis über eine 90. Das ist schon verrückt. Es ist ausgeglichen, ja. Darmstadt auch, wie gesagt, am Anfang richtig gut gespielt. Wir haben danach dem Führungstor das Heft des Handelns in die Hand genommen. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Ich würde auch ein dreckiges 1:0 nehmen. Auch gegen Heidenheim. Das ist völlig egal. Jetzt in der Phase geht es nicht um Schönspielerei. Aber es muss ein zweites Tor. Das 1:0, das reicht nicht. Das ist zu luftig. Aber wir arbeiten ja dran. Kutschera, Greco. Vielleicht ein Doppelpass mit Sarko, wenn er durchläuft. Ja. Darmstadt steht sehr tief mit 4, 5 Mann. Aber wir finden immer wieder eine Lücke. Greco zum Beispiel, der Abschluss ist da. Und dann muss ja irgendwann, wird das zweite Tor fallen. Also die können ja nicht alles wegverteidigen, das geht nicht. Vielleicht mal wieder durch eine Ecke. Da kommt Rice angerauscht. Und Kaspar, oh, nicht verlieren. Da dürfen wir den Ball nicht verlieren. Sehr gut gemacht. Sarko. Natali, Greco. Wieder Doppelpass. Greco mit Kutschera. Und jetzt in der Mitte, da ist wieder Sarko. Schuh ist zwar noch dran, aber er kann ihn nicht entscheidend abfälschen. Und das 2:0. Und der Doppelpack von Bafana. Wenn man dem Torjubel mal hier Glauben schenken darf. 2:0. Und hier schleicht er sich auch wieder weg, Sarko. Der wartet im richtigen Moment. Das hat er beim 1:0 auch ganz gut gemacht. Löst sich vom Gegner. Schuh ist zwar noch dran, aber da kann er nichts machen. Und Sarko netzt ein. 2:0. Wichtiger Zeitpunkt auch direkt nach der Pause. Und Darmstadt hat jetzt was zum Bohren. Ein dickes Brett. Aber auch das kann ganz schnell gehen. 2 Tore sind schnell geschossen. Auch die KI, die kriegt das hin, wenn sie denn möchte. Hier haben sich wieder Dortmund-Fans irgendwie mit reingeschlichen. Fragt sich auch, wie. Und wir sind weiterhin da. Wir kontern weiter mit Spiel, Spaß und Freude. Und Achtung, die nächste Chance. Ja, ein Tick zu weit vorgelegt von Vogi. Da wollte ich auch auf Sarko, bin ich ehrlich, querlegen, damit er seinen Hattrick hat. Das nächste Mal einfach alleine machen. Ja, in Darmstadt fällt nicht viel ein. Die spielen hier am Mittelkreis ein bisschen den Ball hin und her. Holen sich hier ihre 70% Ballbesitz. Aber ein Tor schießen sie so nicht. Also von mir aus spielen sie noch so weiter. Und wir haben auch ab und zu noch mal den Ball, dann ist das alles in Ordnung. So, von der Hitz auch sehr, sehr gut. Ich werde auch heute versuchen, nicht zu wechseln. Ich möchte wirklich, dass die aus der A11 wirklich fit in das Champions League Hinspiel gehen. Gegen Inter. Deswegen versuche ich heute möglichst nicht zu wechseln, außer Verletzung und natürlich. Aber Braune ein ums andere Mal. Diesmal gegen Fraser Hornby. Der lässt heute keinen rein, so wie es ausscheint. Der will heute zu 0 spielen. Auch gut für unser Torverhältnis.
Kasper dazwischen, aber er kommt nicht direkt in den Zweikampf rein jetzt. Schnell geklärt. 1er Doppelpässe. Oh nein. Ich wollte Vogi schicken oben. So, Kleefisch. Achtung, Darmstadt kommt über außen. Aber Murphy. Auch das ist ein solider Linksverteidiger. Der kann auch linkes Mittelfeld spielen. Der hat auch nicht oft gespielt. Hat sich auch schon bei mir beschwert. Aber Murphy ist auch einer, den kannst du immer reinwerfen. Der macht das richtig gut. Und Sarko, da spielen wir richtig gut zu Ende. Sarko! 0:3. Und der Hattrick ist perfekt. Und die Entscheidung. Und das hat er sich verdient. Normalerweise hätte ich da auch eine Doppelspitze machen müssen. Also ich glaube, das perfekte System, um jeden Spieler, der gut ist, spielen zu lassen, wäre wirklich so ein 4-1-2-1-2 gewesen. Dann hätte ich Mensah, Rice, De Cut, anderes Schema. Vorne Sarko und Kussi Asare. Oder ich hätte mit 5 Mann in der Offensive mit einer Dreierkette spielen müssen. Keine Ahnung, um die da alle unterzubringen. Also, Spiel ist entschieden. 3:0. Wir reiten weiter auf einer Erfolgswelle. Zum richtigen Zeitpunkt der Saison. Ich kann das immer nur nochmal wiederholen. Dass wir jetzt die Punkte holen, dass wir die Tore schießen, dass wir die Bayern unter Druck setzen, ja. Dass wir auf diesen vorletzten Spieltag hinfiebern. Und da wird sich halt dann die Meisterschaft entscheiden. Egal in welche Richtung, aber da wird sich die Meisterschaft entscheiden. Da gehe ich sehr stark von aus. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Greco möchte nochmal. Ja, nee, das war zu schlecht vorgelegt. Ja, und Darmstadt hat abgebaut. Also das Führungstor, das hat den schon in der ersten Halbzeit den Zahn gezogen. Und so kannst du natürlich nicht bestehen in der Bundesliga, wenn du dich nach dem ersten Gegentor schon immer hängen lässt. Ah, Murphy, perfekt. Geht in den Gegner rein, spielt noch ein bisschen mit dem und dann geht es nach vorne. Und die letzten Augenblicke. Also wir werden dieses Spiel gewinnen. Wir werden weiterhin Tabellenführer bleiben. Sarko hat da nochmal Bock. Ja, schon. Wir setzen die Bayern weiterhin unter Druck, bleiben Tabellenführer. Die Bayern müssen nachziehen. Vielleicht verlieren sie ja sogar mal ein Spiel. Oder spielen unentschieden. Dann haben wir ein paar Punkte oder einen Punkt zumindest Vorsprung. Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, dass die Bayern auch alle Spiele bis zu unserem Spiel gewinnen werden. Ja. Hackespitze 1, 2, 3. Also, wir haben die Torhymne bislang nicht gehört. Das ist gut. Das freut mich. Obwohl die eigentlich ganz cool ist. Aber als Einlaufmusik reicht die auch. Ich muss sie heute nicht unbedingt hören. Kutschera, Sarko wäre in der Mitte. Greco, ja, die haben die Abstände viel zu groß. Die kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Und dann hat Rice auch nochmal einen guten Abschluss. Und dann machen wir hinter diesem Spiel einen Haken. Oh, schade. Der hätte sich schön nach innen nochmal gedreht. Machen wir einen Punkt hinter dieses Spiel, einen Haken. Nach dem Führungstor ging es dann besser. 3:0. Am Ende ist, glaube ich, auch eine gute Höhe, ein gutes Ergebnis. Das spielen wir jetzt hier noch zu Ende. Und dann gilt ab jetzt der volle Fokus auf das Champions League Halbfinale gegen Inter Mailand. Eine weitere, natürlich starke italienische Mannschaft, je nachdem wer da bei denen spielt. Lassen wir uns mal überraschen. Also 3:0. Ein ungefährdeter Sieg. Weiter in Richtung Meisterschaft. Die Hürde Darmstadt haben wir sehr souverän genommen durch diesen Mann hier. Er hat sich gedacht, was Kussi Asare schafft, das kriegt er auch hin. Hat immerhin 3 Tore geschossen, aber auch das ist natürlich eine sehr, sehr gute Leistung. Und endlich hat der Lupfer auch mal wieder geklappt. Ich habe ja vor einiger Zeit mit Sarko schon mal einen Lupfer, glaube ich, in Stuttgart probiert. Da ist er auf der Latte gelandet. Also, rundum perfektes Spiel. Hier haben wir leider keinen weiteren guten Star. Gut, das wird wahrscheinlich auch in FIFA FC 27, je nachdem. Ich sage immer noch FIFA manchmal. Dann vielleicht auch ein bisschen anders aussehen, so Gespräche. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie mich trotz meiner Verletzung nicht vergessen haben. Es freut mich, dass ich wieder spielen kann. Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Einsatzminuten. So, Lombardia FC. Inter Mailand. So, Braune kriegt Angebote aus der MLS, glaube ich, oder aus Saudi-Arabien. Schauen wir uns mal den Lachs an hier, Inter. Letzten 4 Spiele oder 4 Siege aus den letzten 5 Champions League Spielen. Ja gut, da ist natürlich nochmal eine andere Qualität. Vor allem das Mittelfeld mit Juri Thielemann, mit Barella. Dennis scheint auch so ein generierter Spieler zu sein. Bastoni, Pavard, Palacios. Auf der Bank noch mit De Vrij, Gomis, Fratesi, Luis Diaz, Esposito vorne, Victor Boniface und Fünferkette. Da kommt also auch nochmal eine andere Hürde auf uns zu. Aber egal, Halbfinale, wir müssen jetzt einfach durchziehen. Wir haben noch 2 Spiele, dann sind wir im Champions League Finale. Wir haben auch in der Liga noch 3 Spiele, die wir gewinnen müssen. Dann sind wir Meister. Also wir müssen jetzt nochmal die letzten paar Spiele durchziehen. Und dann haben wir 2 Titel im besten Fall. Im schlimmsten Fall haben wir gar nichts.
Dann ist es halt so, aber wir müssen das Risiko jetzt nehmen. Bayern hat natürlich auch gewonnen, klar. Beide mit 71 Punkten. Also, es geht auch rechnerisch jetzt gar nicht mehr, dass die anderen da rankommen. Also, es entscheidet sich am vorletzten Spieltag. Bayern spielt jetzt nochmal gegen Hoffenheim. Wir spielen gegen Heidenheim. Sollten wir auch hoffentlich gewinnen. Hat Bochum mal wieder gewonnen? Nee, schade. Und dann geht es jetzt aber erstmal in der Champions League. Ich freue mich auf ein super Spiel. Inter Mailand, ein klasse Gegner. Ich lasse mich überraschen. Schaltet ein, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns zum nächsten Spiel wieder. Ciao, ciao.